Dieser Clean IT-Konferenz wollen wir hier am HPI einen Beitrag leisten, dass man mal gemeinsam nachdenkt, worauf geachtet werden muss, welche Ideen es auch gibt, diesen Clean IT-Gedanken nach vorne zu tragen. Und da fangen wir an, was ist denn der Status quo? Wie schaffen wir es, dieses drängendste Problem, das die Menschheit jemals gehabt hat, zu lösen? In den Softwarehäusern muss Sustainability in die DNA. Wichtig ist, dass die Unternehmen selbst anfangen, in diese Richtung zu schauen. Also die Industrie 4.0-Plattform hatte in den ersten Jahren ihrer Existenz Nachhaltigkeit und Klimaneutralität gar nicht auf dem Bildschirm. Die Anreize, die müssen höher sein als die Hürden, denn gleichzeitig befindet sich die Branche natürlich in einem scharfen internationalen Wettbewerb. Dann schauen wir uns an, wie kann denn ein Entwickler überhaupt mitkriegen, ob das, was er entwickelt, energieeffizienter oder weniger energieeffizient ist? Messen lohnt sich. Da sieht man jetzt einfach 2 Textverarbeitungsprogramme, 16 Watt höheren Leistungsbedarf, die eine über die andere, obwohl die gar nichts Unterschiedliches machen. Wir haben über 500 verschiedene Services, die verschiedene Aufgaben übernehmen. Dann wird es halt schon komplex. Dann ist es ein Thema, was einfach sehr in die Breite geht, was mit vielen abgestimmt werden muss. Dann sprechen wir über die politischen Rahmenbedingungen. Wir haben im Koalitionsvertrag verabredet, dass wir hier wirklich auch den Energieverbrauch senken wollen. In vielen anderen Bereichen haben wir längst solche Effizienzstandards. Dann wird gesetzlich der Standard immer wieder nach unten geschraubt. Deswegen glaube ich, die Frage, welchen Stromverbrauch erzeugen wir durch das, was wir machen, muss, glaube ich, deutlich erhöht werden. Durch diese Transparenz, glaube ich, kann man auch das Bewusstsein der Menschen, energieeffizienter zu handeln, verbessern. Dann schauen wir uns prototypische Lösungen an. Also da hat man nicht nur ein Beliebtheitslabel, sondern man hat eben auch ein A-Label oder ein B-Label für den Energieverbrauch. Aus unserer Sicht muss es ein ganzheitlicher Ansatz sein. Also wichtig ist, dass man hier einen Gedanken des evolutionären Fortschrittes hat. Manchmal ist ein minus 10.000 Lines of Code das beste Feature, was man hinzufügen konnte. Ohne Digitalisierung, das glaube ich fest, werden wir unsere Welt nicht voranbringen können. Und deswegen müssen wir das in Einklang bringen. And what I'm seeing here is the chance to work on the problem that faces every single person in the world today. Wir können nicht mehr Themen ignorieren, die technologiebedingt sind und große Gefahren für die Menschheit darstellen. Jetzt sind wir Techniker dran, um das Wirklichkeit zu machen.